Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und freue mich, dass Sie gerade dieses YouTube-Video anschauen. Es handelt vom ersten fahrtüchtigen Handmuster eines Spur-1-Modells, der sogenannten V160 Vorserienlokomotiven, die ab 1960 ausgeliefert wurden. Die in Handarbeit aus Messing gefertigte Diesellok im Maßstab 1:32 hatte ich leihweise von der Firma Bies Modellbahn. Sie ist passend zum Original 50 cm lang und wiegt 5,9 Kilogramm. Die ersten 9 damals gebauten Vorserienloks unterschieden sich von den späteren Serienloks durch eine sehr elegant gerundete Frontpartie unterhalb der Führerstandsfenster. Diese an einen Damenoberkörper erinnernden Rundungen sorgten damals sehr schnell für den ungewöhnlichen Lokomotivspitznamen Lollo. Lollo in Anlehnung an die berühmte italienische Filmschauspielerin Gina Lollobrigida. Das Modell im Maßstab 1:32 hat eine vorbildgerechte Länge von 50 cm und wiegt 5,9 Kilogramm. Hier rollt das Handmuster übrigens gerade in der niedrigsten Fahrstufe und über Weichen mit dem engen Spur-1-Radius von 1020 mm. Für 1 Meter braucht die Lollo dabei 102 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von lediglich 1,1 Stundenkilometern. Realisiert werden von diesem Modell voraussichtlich 9 Varianten der Epochen 3 bis 5. Die Produktion erfolgt in einer Kleinserie aus Messing in Handarbeit. Mal kurz ein Blick unter die Lok. Der Lautsprecher für die Soundelektronik sitzt in etwa hier. Hier sind die Schallöffnungen dann im Unterbereich. Dann ist das Drehgestell auf 1020 mm Radius ausgelegt. Und hier sieht man noch den Zahnriemen vom Motor, der in etwa hier sitzt. Ungefähr so. Das ist ein Bühlermotor, der eingebaut ist, der sich mitdreht auf dem Drehgestell und dann hier vom Zahnriemen aus auf die Getriebe der beiden Achsen. Die Drehgestelle sind gefedert und die Detaillierung der Drehgestelle kann sich wirklich sehen lassen, obwohl das hier noch ein Vorserienmodell ist und vielleicht beim Serienmodell noch das eine oder andere geändert wird. Hier sieht man noch angedeutet den Kardan, der beim Vorbild als Antrieb dient. Die Digitalfunktionen der Lollo sind zwar noch nicht endgültig, machen aber bereits einen recht guten Eindruck. Natürlich gibt es eine Spitzenbeleuchtung in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung. Separat zuschaltbar ist eine rote Rückbeleuchtung. Dann gibt es eine Führerstandsbeleuchtung und eine Maschinenraumbeleuchtung, die noch etwas dunkel ist, soll sich aber bis zum Serienmodell noch ändern. Auch durch das andere Maschinenraumfenster sieht man noch nicht allzu viel, aber da helfe ich jetzt mit einer Taschenlampe nach. Sehr sehenswert ist ein Blick in die Führerstände. Ich komme jetzt zu den Sounds des Modells, die allerdings noch nicht endgültig abgemischt sind. Es kann sich also durchaus bis zum Serienmodell noch einiges ändern. Das Signalhorn ist wieder abhängig von der Länge des Tastendrucks. Dann ein tiefes Signalhorn.
Der Sound des Kuppelns. Und die Taste wieder lösen. Bremse anlegen. Und wieder lösen. Führerstandstüre auf und wieder zu. Die Handbremse. Ich löse die Taste wieder. Der Hilfsdiesel. Der Kompressor, das Sanden, die Zugbremse lösen, der Sound der Dampfheizung, nun der Lüftersound, bei dem werden automatisch die Lüfterräder oben im Dach per Motor in Bewegung gesetzt. Dann ein Rangierfunkgespräch. Ja, frei, kann's kommen. Ein zweites Rangierfunkgespräch. Lok mit 3 Wagen bis 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. Und schließlich noch ein drittes Rangierfunkgespräch. Noch 3 Längen. Da muss man wieder die Taste mehrfach drücken. Noch 2. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. Und schließlich gibt es noch eine Bahnhofsansage. Bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Zu guter Letzt noch einige der Fahrgeräusche. Ich lasse jetzt mal den Motor an. Dann zeige ich bei langsamer Fahrstufe das Zuschalten des Kurvenquietschens. Und des Weichenquietschens. Und schließlich versuche ich jetzt noch vorzuführen, wie das mit dem Lastbetrieb funktioniert. Es gibt nämlich wieder eine Taste für die Lastebene erhöhen. Und eine Taste für den Leerlaufbetrieb.
Natürlich sind an der Lokfront auch wieder einige Teile beweglich. Die Puffer lassen sich drücken. Die Bremsschläuche sind beweglich und abnehmbar. Und die Vorbildschraubkupplung ist auch gefedert. Ich zeige das hier mal mit dem Finger. Bis zur Serienlieferung der Lollo soll sich auch noch ein bisschen was ändern. So soll beispielsweise die Dachrinne noch rot werden. Die obere Spitzenbeleuchtung soll ein Stück nach unten kommen, vorbildgerecht. Am Grill vorne soll sich noch ein bisschen was ändern. Die Maschinenraumbeleuchtung soll noch etwas heller werden. Und vielleicht klappt es sogar, dass das Modell ein automatisches Kurvenquietschen bekommt, in Verbindung mit Sensoren in den Drehgestellen. Abschließend gibt es noch eine automatisierte Pendelfahrt auf meinen Testgleismodulen, die ich wieder mit der Central Station 3 als Fahrabfolge programmiert habe. Und bevor gleich jemand Kritik äußert, der Rauchentwickler qualmt momentan noch deutlich zu heftig. Beim Serienmodell wird Bies Modellbahn das sicher noch ändern.
Das war's mit meinem YouTube-Video über das Spur 1 Handmuster der V160 Lolo von Bies Modellbahn. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.